Herzlich willkommen zu deiner Auszeit mit Mirjam. Mein Name ist Mirjam und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute mit dabei bist. Du befindest dich bei Yoga am Kamin, Yoga zum Wohlfühlen. Wir machen alles, damit du dich wohlfühlst. Und heute wollen wir unsere Flexibilität ein bisschen anschauen. Dafür sollten wir etwas wärmer sein als sonst. Deswegen starten wir hier etwas weiter als hüftbreit. Unterkörper, Beine, Becken festmachen und wir drehen hier unseren Oberkörper, indem wir mit dem Blick unseren Händen jeweils über die Seite nach hinten folgen. Nicht schleudern, sondern ganz kontrolliert festbleiben in deinen Füßen, in deinen Beinen. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du heute da bist und dass wir gemeinsam in unsere Flexibilität hier eintauchen. So schön. Nimm die Arme hier langsam ein bisschen höher, Schulterhöhe und dann wander hier nach oben Richtung Decke. Und den gleichen Weg. Ganz liebevoll wieder zurück, nochmal Kraft in deine Beine schicken. Und wenn du unten angekommen bist, dann komm mit mir an dein vorderes Ende der Matte in 2 Variationen des Sonnengrußes und währenddessen natürlich die Variationen für unsere Flexibilität. Füße sind zusammen in Tadasana, in deiner Berghaltung. Waden festmachen, Knie leicht hochziehen, Oberschenkel festmachen, Bauchnabel nach innen oben ziehen und dein Gesäß fest, Wirbelsäule aufgerichtet und die Handflächen Richtung Oberschenkel. Fühl nochmal rein, ganz viel Kraft in die Füße, ganz viel Aufrichtung hier Richtung Decke, Richtung Himmel. Und wir starten die Arme über die Seite, einatmen, Arme nach oben und ausatmen. Die Hände vors Herz, einatmen, hol dir die Arme Richtung Decke, leichte Rückbeuge, Gesäß festmachen. Und ausatmen mit langem Rücken in die Vorbeuge kommen, Uttanasana. Rechtes Bein kommt nach hinten, einen großen Ausfallschritt und deine Wahl heute Knie nach unten oder Knie nach oben. Wir verharren hier einen Moment, rechter Arm nach unten und dein linker Arm öffnet dich hier über die Seite. Sehr schön. Vielleicht noch ein kleines Stück tiefer sinken im Ausfallschritt, aber ganz sanft. Wir haben heute noch viel vor. Hand wieder nach unten, schieb dich nach hinten ins Brett. Komm nach unten in Chaturanga Dandasana auf den Bauch und Schambeine in den Boden drücken. Beide zusammen einatmen in die Kobra und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Rechtes Bein kommt nach oben in den dreibeinigen Hund und hier aufklappen, abknicken für unsere Hüftöffnung. Für unsere Flexibilität. Drück dich nochmal ganz kräftig aus den Armen raus. Und dann nimm dein rechtes Knie zwischen deine Hände vorne. Linkes Bein gleitet hinten aus, ganz gerade. Fußrücken am Boden. Und achte darauf, dass du nicht hier wegkippst oder dich hinsetzt mit deiner Hüfte, falls du nicht auf den Boden kommst. Sondern nimm dir lieber ein Kissen drunter oder eine Decke oder halte dich im Becken möglichst gerade. Und streck deinen Brustkorb hier Richtung Decke und dann, wenn du willst, wanderst du hier nach vorne mit den Händen und streckst dich voller Hingabe aus. In der Taube Kapottanasana. Die
Hände wieder neben das Knie, Oberkörper wieder aufrichten und schieb dich voller Kraft zurück in den herabschauenden Hund. Rechtes Bein kommt nach vorne in den großen Ausfallschritt. Und mal schauen, ob du ein bisschen tiefer sinken kannst, aber ganz sanft, ganz liebevoll, ganz subtil. Linkes Bein kommt dazu in die Vorbeuge. Lass dich hier aushängen. Und dann nimm die Arme über die Seite und komm mit geradem Rücken nach oben und ausatmen. Hände vors Herz. Andere Seite. Einatmen, die Arme über die Seite. Ausatmen. Hände vors Herz. Von unten hol deine Arme hoch. Einatmen. Gesäß ist fest in eine leichte Rückbeuge. Und ausatmen. Komm mit langem Rücken nach unten in die Vorbeuge. Linkes Bein kommt nach hinten. Einen großen Ausfallschritt. Linke Hand auf den Boden und rechter Arm öffnet dich zur Seite. Gedrehter Ausfallschritt. Und setz deine Hand wieder auf. Komm hier nach hinten ins Brett. Kein V. Ganz gerade. Und dann leicht nach vorne schieben. Und die Ellenbogen nah am Körper. Senk dich hier ganz langsam ab auf den Boden. Beine hinten zusammen. Schambein in den Boden. Und einatmen in die Kobra. Und ausatmen in den herabschauenden Hund. Jetzt ist die andere Seite dran. Linkes Bein kommt nach oben in den dreibeinigen Hund. Bleib stabil aus deinen Armen. Und dein Bein, oberes Bein, knickt ab in die Hüftöffnung. Mal ganz stark aus den Armen rausstrecken. Und dann nimm dein linkes Knie hier zwischen deine Hände. Dein Bein hinten gleitet schön aus, ganz lang. Dein Fußrücken liegt am Boden. Nicht wegkippen, sondern im Becken gerade bleiben. Oder ein Kissen oder eine Decke unter deine Gesäßhälfte nehmen. Brustkorb Richtung Decke ziehen. Und dann wander hier mit deinen Händen nach vorne. Nimm eine hingabevolle, wie auch immer, Taube. Und du spürst die Hüftöffnung, wie du hier liegst. Und gib dir einen Moment hier. Versuch trotz der Spannung, vielleicht obwohl es ein bisschen zieht und zwickt, ein bisschen loszulassen im Kopf. Und deinen Körper hier einfach von außen zu beobachten. Und dann nimm die Hände wieder neben dein Knie, richte dich auf im Oberkörper und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Jetzt kommt das linke Bein nach vorne in einen großen Ausfallschritt. Verharre hier nochmal einen Moment. Vielleicht noch ein bisschen tiefe Brustkorb rausstrecken. Und dann nimm dein rechtes Bein auch nach vorne in die Vorbeuge. Lass dich hier aushängen. Und dann nimm die Arme über die Seite. Gerader Rücken. Du kommst nach oben. Und ein bisschen loslassen. Hände vors Herz. Wunderbar. Mach einen Schritt zurück. Etwas weiter als hüftbreit. Und komm hier in deine Goddess Pose. Sink mit dem Becken nach unten. Knie bleiben möglichst über den Fußgelenken. Die Hände kannst du hier über die Seite nehmen. Gesäß fest, Bauch fest. Und gib ganz viel Kraft in deine Füße, die dich hier stützen können. Gleichzeitig diese Hüftöffnung, diese Flexibilität. Sehr schön. Hände an die Knie und dann dreh dich mal Richtung linkes Knie.
als würdest du deine Schulter hier wegdrehen und dein rechtes Bein, rechtes Knie wegdrücken. Und dann wechsel die Seite, drück dich hier vom linken Knie ab in deine Schulter. Sehr schön. Wieder in die Mitte und komm hier. Dreh deine Füße parallel zueinander in die weite Vorbeuge. Nochmal alles loslassen. Alles sinken lassen. In den Boden sinken lassen. Kopf Richtung Boden. Und dann nimm deine Beine noch ein Stückchen zusammen. Füße sind ein bisschen weiter als hüftbreit. Und komm in einen Yogi Squat in Malasana. Vielleicht berühren die Füße jetzt nicht den Boden, das macht nichts. Halte einfach das Gleichgewicht. Mit deinen Ellenbogen kannst du die Knie zur Seite drücken. Und deine Wirbelsäule sinkt, entspannt sich hier Richtung Boden. Ja, vielleicht lachst du bei dem Wort Entspannung. Es fühlt sich manchmal nicht so entspannt an. Und oben zieht deine Wirbelsäule in die Länge. Ja, wunderbar. Richtig schön. Und die Hüfte wird hier geöffnet. Deine Flexibilität im Körper wird gestärkt. Ganz liebevoll. Und dann nimm die Hände hier nach hinten. Setz dich auf und komm in Baddha Konasana. Zieh dich an deinen Füßen hier ganz lang in der Wirbelsäule. Und dann komm mit geradem Rücken hier nach vorne und lass dich hier, gib dir den letzten Rest der Dehnung, indem du deinen Kopf Richtung Boden sinken lässt. Auch hier die Möglichkeit, deine Augen zu schließen und dieses Loslassen üben. Gerade in die Flexibilität kommen wir oft durch dieses Loslassen, nicht durch in den Schmerz gehen. Schmerz wollen wir hier nicht. Aber mit jeder Ausatmung den Körper sanft in die Übungen entspannen lassen. Sanft eintauchen. Immer mehr Spannung abgeben. Und dann kommen wir wieder nach oben. Und wir machen hier noch eine wechselseitige Vordehnung. Nimm deinen rechten Fuß nach vorne und nochmal hier Richtung Boden sinken lassen. Krabbel hier nach vorne. Machen wir beide Seiten. Hier haben wir normalerweise unsere Schokoladenseite. Und dann komm wieder zurück. Wechsel die Beine und feel the difference. Schau dir den Unterschied an, wenn du jetzt hier nach vorne läufst. Eine Seite fühlt sich vielleicht viel einfacher an als die andere. Dein Gesäß bleibt hier hinten am Boden. Und auch hier dieses Loslassen üben. Ein bisschen Entspannung in den Körper bringen. Dich liebevoll von außen beobachten. Wunderbar. Und komm hier wieder zurück und komm mit mir in Janushirshasana. Linkes Bein an den rechten Oberschenkel. Bein ist lang ausgestreckt. Fuß geflext vorne. Richte dein Becken nach vorne aus und beug dich hier ganz weit nach vorne, erstmal mit geradem Rücken und dann darfst du auch den Kopf Richtung Bein sinken lassen. Für die Extradehnung in der Wirbelsäule, in den Beinrückseiten.
Und auch hier wieder kannst du mit jedem Ausatmen, egal wo du bist, im Oberschenkel, in der Wade, am Fußgelenk, an deinem Fuß, mit jeder Ausatmung ein kleines Stück ganz sanft loslassen, Spannung aus deinem Körper nehmen. Und dann kommen wir wieder nach oben, ganz entschlossen. Und auf die andere Seite, linkes Bein nach vorne ausstrecken, rechter Fuß an den linken Oberschenkel, Becken nach vorne ausrichten und mach dich ganz, 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 ganz lang. Und irgendwann, du spürst den Punkt, lässt du dich hier Richtung Bein sinken. Wir holen uns Flexibilität im ganzen Körper. Wunderschön. Und dann kommen wir wieder mit geradem Rücken, ganz entschlossen nach oben. Schwing dich rum in deine Richtung, in der du am Boden liegen möchtest. Komm hier in ein Päckchen Apanasana. Kurz nachspüren für unsere Hüftöffnungen. Und dann lass dein rechtes Bein hier auskleiden und zieh dein linkes Bein zu dir ran. Mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder am Schienbein hier ranziehen, das kann schon manchmal genügen, oder du lässt dein Bein hier ausgestreckt und holst es langsam zu dir hin. Anderes Bein bleibt unten oder einfach hier am Oberschenkel und das linke Bein leicht anwinkeln. Schau, dass es noch gerade bleibt. Sehr schön. Und dann wechseln wieder die verschiedenen Möglichkeiten. Entweder Schienbein oder vielleicht auch das andere Bein noch aufgestellt lassen. Kann auch schon genug Dehnung bringen. Oder am Oberschenkel und oder hier gestreckt, was du möchtest. Und beurteile dich nicht in der Übung. Sei nicht zu ehrgeizig. Da gibt es sicher bessere Orte, um ehrgeizig zu sein, als in deinem Yoga zum Wohlfühlen. Und dann kannst du hier wieder loslassen und schnapp dir deine Füße hier in den Fußwölbungen in ein Happy Baby, Ananda Balasana. Lass die Schultern Richtung Boden sinken. Wenn dir die Dehnung zu stark ist, kannst du auch jeweils ein Bein unten lassen und dich hier erstmal abwechseln. Sehr gut. Du suchst aus, was für dich am besten passt. Und dann die Beine wieder hinstellen. Füße sind zusammen, Knie zusammen. Unterer Rücken auf dem Boden. Lass dein Becken in die richtige Richtung hier drehen. Und dann lass deine Knie hier einfach Richtung Boden sinken. Arme neben dem Körper in Supta Baddha Konasana. Und auch hier wieder die Kombination für unsere Flexibilität im ganzen Körper. Dieses Loslassen üben. Versuch dir mit dem Kopf zu helfen, mit dem Herzen hier zu helfen, damit dein Körper genau das erreicht, was du dir wünschst. Und du kannst dieses Loslassen hier in deinen Schultern starten, indem du mit geschlossenen Augen die Schultern in den Boden sinken lässt, die Schultern hier loslässt, deine Arme, Oberarme, Ellenbogen, Unterarme, Handrücken in den Boden sinken lässt.
dein Gesäß weich machst, loslässt und hier die ganze Fläche der Matte genießt, auf dem dein Gesäß jetzt hier ganz geborgen liegen darf, ohne Anspannung. Und deine Beine dürfen sich nochmal Richtung Boden entspannen und die Füße liegen ganz gemütlich zusammen vorne am Boden. Und dann lass alles nochmal los. Füße, Beine, dein Gesäß verschmilzt mit dem Boden, Schultern, sogar dein Hinterkopf. Und dann bringen die Beine hier mit deinen Händen wieder zusammen. Zieh dich nochmal ins Päckchen. Und wie immer die Möglichkeit, dass du hier Pause drückst und noch Zeit in Shavasana, in der Entspannungshaltung verbringst. Ansonsten verabschiede ich mich heute aus dem kleinen Päckchen, aus Apanasana und wünsche dir alles erdenklich Gute, dass du dich wohlfühlen darfst und freue mich, dass du bei deiner Auszeit mit Mirjam bei Yoga am Kamin mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.